Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Places for You. Heute zeige ich euch ein weiteres Heidelberger Highlight. Vielleicht sogar das größte Highlight, das Schloss. Aber irgendwie müssen wir da ja zuerst einmal hochkommen. Wer es also gemütlich und schnell haben möchte, der nimmt einfach die Bergbahn. Denn mit der ist man in nur 2 Minuten vom Kornmarkt direkt oben. Wir gehen den Weg aber heute zu Fuß. Der ist wunderschön und ich würde sagen, let's go! Da wir bei unseren Dreharbeiten mit sämtlichen Menschen in Kontakt kommen, möchten wir natürlich kein Risiko eingehen und haben daher nicht nur mich, sondern alle an diesem Video beteiligten Personen testen lassen. Während hinter der Kamera noch Masken getragen werden, lasse ich meine Maske heute weg, solange ich ausreichend Abstand halten kann. Wer einen Schnelltest wie diesen machen möchte, kann ihn ganz einfach in der Apotheke oder am Drogeriemarkt kaufen. Zudem bietet Heidelberg zahlreiche Möglichkeiten, einen Schnelltest direkt vom Fachpersonal durchführen zu lassen. Zum Beispiel auf dem Schiff Alt-Heidelberg der Weißen Flotte, direkt am Schiffsanleger gegenüber der Stadthalle. So, hier oben wartet ja schon Christian Lutz. Er ist leidenschaftlicher Gästeführer hier in Heidelberg. Und du kennst dich natürlich hier auf dem Schlossgelände bestens aus, richtig? Ja, willkommen hier an einem meiner Arbeitsplätze. Ich bin Schlossführer, Stadtführer, mache das jetzt schon seit ein paar Jahren. Es ist mir immer ein Anliegen, hier auch internationale Gäste begrüßen zu dürfen. Wir werden uns umschauen, wir werden hier durch den Garten gehen, aber wir werden natürlich auch das Schloss von innen und von außen, so auch ein paar versteckte Orte anschauen. Ein paar Highlights haben wir natürlich auch im Petto für euch alle. Ne? Ja, da freue ich mich riesig drauf. Ja. Sollen wir los? Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier auf die Terrasse und genießen den Ausblick, oder? Sehr gerne. Wunderbar. Jetzt sind wir hier angekommen auf der Scheffelterrasse. Es ist bekannt für den tollen Ausblick. Das war Teil der Gartenanlage des Heidelberger Schlosses. Und wenn man hier schaut, wir schauen hier nach Westen, hier durch das Neckartal. Hinten sieht man auch die Pfalz, die Rheinebene, ganz schön. Heute ist ja eigentlich ein recht klarer Tag. Man sieht, wie der Neckar Richtung Westen weiterfließt. Und natürlich unser Schloss, wohl bekannteste Gebäude von Heidelberg. Ja, das Ganze datiert zurück. Ja, die ältesten Teile sind wohl dann schon im 13. Jahrhundert gebaut worden. Wir hatten hier große Zerstörungen. Der 30-jährige Krieg ist vielleicht allen ein Begriff. Wir sehen, es ist heute eine Ruine. Es ist zum Teil wieder aufgebaut worden, aber es war nämlich auch wichtig für das Schloss in der Entwicklung, dass es eine Ruine war. Stichwort die Romantik. Ja, die Romantiker waren hier, haben sich inspirieren lassen. Ne? Damals war das Schloss noch Efeu überwuchert. Heute wird es natürlich immer wieder renoviert und das Ganze auch gut instand gehalten. Ja, ich würde sagen, es geht weiter, oder? Genau. Wo führst du uns als nächstes hin? Genau, es gibt noch viel zu sehen. Ich würde sagen, wir folgen jetzt hier dem Weg und dann sehen wir noch ein bisschen Außenverteidigung, aber wir gehen natürlich auch noch rein in den Schlosshof. Ja, jetzt sind wir ein Stück weiter gegangen und sind hier am Grauturm. Heute ist er besser bekannt als Gesprengter Turm. Dieser Turm wurde im Krieg mit Ludwig XIV. Auseinandergesprengt. Also es gab eine fürchterliche Explosion und dann ist ein Teil sogar liegen geblieben. Ja, es ist einfach umgekippt, rausgesprengt, hier nach unten gerutscht und dort liegt es bis heute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Schlosshof und dann auch ins Schloss hinein. Gerne. Ne? Ja. Wo ist unser nächster Anlaufpunkt? Genau, wir sind jetzt hier beim Abgang zum Fasskeller angekommen. Hier geht es zu unserem großen Fass. Ja, dort wird der Wein gelagert, also jetzt wird es interessant. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. Ja, sehr gern. Okay. Auf geht's. Ja, das
sieht doch schon mal ganz groß aus hier. Ja, ich würde sagen, das ist ein großes Fass, aber noch nicht das große Fass. Denn hier in Heidelberg ist unser Fass so groß, dass es einen eigenen Raum hat. Riesig, oder? Aber echt. Man muss sich vorstellen, 220.000 Liter Wein passen da rein. Ja, wir können hier in Heidelberg sagen, ganz genau, wir haben das größte noch existierende Fass der Welt. Und das hier ist Perkeo, richtig? Genau, ganz richtig. Perkeo, ja, der Mann, der schuld ist daran, dass das Fass leer ist. Er soll es ja in einer Nacht leer getrunken haben. Ne? Ja. Wir stehen jetzt hier oben auf dem dicken Turm und wo sind wir dann heute überall entlang gekommen? Ja, wir haben jetzt ja einiges gesehen. Zuerst sind wir durch den Hof gelaufen, dann sind wir ein bisschen weiter gegangen, haben den ersten schönen Ausblick gesehen, den Altan, ne, diese tolle Terrasse. Dann sind wir ein bisschen weiter gegangen, sind etwas schon nach oben gestiegen in den englischen Bau von Friedrich V. gebaut für seine Frau. Dann sind wir etwas nach oben, ja, ganz nach oben, um genau zu sein, zum absoluten Highlight hier auf dem dicken Turm. Du hast es ja gerade schon gesagt. Ja, der dicke Turm ist auch gesprengt in der Mitte, ja, wurde auch in diesem sogenannten Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört. Aber er war nicht nur ein Verteidigungsturm, er war auch ein Theater. Über uns wäre ein riesiges Dach gewesen. Heute wird es immer noch genutzt, wenn man dann mal hier nach unten schauen würde. Dort ist für das Theaterfestival, für die Festspiele auch noch eine Bühne aufgebaut. Also wirklich alles in allem beeindruckend. Ne? Also auch für mich hier als Schlossführer eine tolle Location. Ist natürlich auch dank der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg konnten wir jetzt auch hier oben sein und hier natürlich den einmaligen Blick auch genießen. So, und wenn ich jetzt eine Schlossführung mit dir buchen möchte, wie gehe ich denn da vor? Ja, das ist ganz einfach. Also wenn du jetzt noch mehr Lust auf das Schloss hast, natürlich kann man mich auch buchen über Heidelberg Marketing und dann kann man hier noch nähere Eindrücke vom Schloss gewinnen. Sehr schön. Ja, Chris, vielen, vielen Dank, dass du uns hier so einen exklusiven Blick mal heute verschafft hast und für die ganz tollen, spannenden Hintergründe. Ja, es war richtig spannend, hat Spaß gemacht. Und euch natürlich auch vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren oder ein Like da lassen. Wir würden uns freuen und ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!